Hey Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, Fragrance Doc hier aus Hamburg. Ja, ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Und ja, heute kommt das Video zu diesem King hier. Oder viele nennen ihn der King. Ist er auch immer noch der King und so weiter. Ihr kennt meine Einstellung zu dieser Marke. Aber dazu auf jeden Fall in diesem Video mehr. Das ist die aktuelle Version, die ihr kaufen könnt. Ja, lohnt sich dieser Duft oder nicht? Das ist die Frage. Da werde ich gleich darauf antworten. Aber zuerst, für alle Neuen, die das erste Mal hier sind, drückt die Glocke, abonniert mich. Das würde mich natürlich freuen, weil hier, ja, kriegt ihr alles rund um die Düfte. Schaut meine ganzen Videos an und dann wisst ihr, ja, so gut wie Bescheid und könnt erstmal gut einkaufen gehen, hoffe ich. Und werdet dann auch richtig Duftfans. Ja. So, bevor ich diesen Duft hier auf jeden Fall euch, sage ich mal, vorstelle und ob sich der lohnt, werde ich erstmal mit diesen Zwillingen anfangen noch einmal. Die werden noch einmal ganz kurz vorgestellt, weil die ich habe und ob sich die lohnen, weil es gibt eben Leute, die können sich den nicht leisten, wollen sich den auch nicht leisten, weil die Haltbarkeit vielleicht nicht mehr so gut ist und so weiter und so fort. Wie gesagt, dazu später. Und welcher Dupe, welcher Zwilling, ja, ist gut und welcher lohnt sich. So, und dann fangen wir mal mit den Düften an, die ich habe. So, die ich habe. Und da fangen wir mit den günstigsten oder billigsten im Endeffekt schon an. Und das ist Zara Vibrant Leather. Ja, der kostet, ich weiß das nicht mehr ganz genau, 12 Euro. Und ich muss sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr guter Duftzwilling von Creed Aventus. Wenn man dran riecht, dann hat man fast sehr extrem viele Ähnlichkeiten zum Original. Ihr dürft den nur nicht aufsprühen und gleich riechen. Das geht nicht gut, dann habt ihr Alkohol in der Nase. Ihr müsst ihn wirklich, sag ich mal, 40 Sekunden drauf lassen und dann sieht es auch schon besser aus. Es ist ein wirklich sehr, sehr guter Zwilling, kann ich nur sagen, weil ihr dürft ja auch nicht vergessen, wie gesagt, den kriegt ihr zwischen 10 und 15 Euro, sage ich jetzt mal, 100 ml. Ja, die Haltbarkeit ist natürlich nicht so gut. Die liegt bei 3 bis 4 Stunden. Kann auch mal länger sein, kommt drauf an, wie eure Haut ist. Aber ehrlich gesagt, mit Magnetverschluss, das ist nicht schlecht. Und er kommt, was das Gesamtpaket ist, er richtig gut dran. Natürlich die Ananas. Das Rauchige ist hier nicht so extrem oder fehlt vielleicht sogar ein bisschen. Ich habe sie jetzt so ein bisschen getestet. Hier ist mehr Fruchtigkeit, auch mehr Frische. Aber ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr draußen seid und ihr geht an jemand vorbei, also ein Laie wird nicht wissen irgendwie, was Aventus ist oder nicht. So, das ist nun mal so. Und das ist der günstige und mit dem Preis, ehrlich gesagt, kauft euch den doppelt, sprüht so viel ihr wollt und ja, das geht auf jeden Fall klar. So, dann haben wir auch noch einen günstigen und zwar den Swiss Arabian Chalk oder wie das ausgesprochen wird, Chalk. Der hat jetzt einen anderen Flakon. Das ist noch die alte Version. Ich habe gehört, der ist jetzt nur noch, oder was heißt nur noch, sehr fruchtig. Ich bin ein bisschen irritiert, weil der allgemein wie ausgepresste Ananas ist. Wenn ihr wirklich sowas haben wollt, ja, ich finde ihn richtig geil, das muss man sagen. Das hat wenig mit Aventus, sag ich mal, zu tun. Man hat natürlich durch Ananas das Ding, dieses Aventus immer, aber das ist wirklich ausgepresste Ananas. Richtig schön süß. Ich kenne die aktuelle Version nicht. Das ist die ältere, aber der kostet auch, glaube ich, nur bis 15 Euro oder 20 Euro. Auf jeden Fall kann man sich diesen auch mal unter die Nase führen. Das ist ein Eau de Parfum sogar, 100 ml. Und das von Zara müsste ein Eau de Toilette sein, kann ich jetzt nicht sagen, kann ich nicht lesen, steht hier nicht unten drauf. Auf jeden Fall, das ist ein Eau de Parfum. Auf jeden Fall gefällt mir, wenn du richtig was Süßes haben möchtest, ausgepresst, vielleicht mit einem kleinen Touch von Aventus, klar, wegen der Ananas und wegen auch ein bisschen rauchig, jedenfalls diese Version, dann holt euch diesen Chalk oder wie auch immer das ausgesprochen wird. So. Dann kommen wir zu Nishane oder Nishane mit Hachiwat. So, der ist natürlich jetzt auch nicht günstig. Und da liegt jetzt immer die Frage, muss man das haben? Wie ist das? Das ist im Endeffekt der männliche Aventus. Aber was heißt männlicher Aventus?
Er hat einen Aventus Touch schon, aber ich finde, dass das irgendwann nach einer Stunde ein bisschen aufhört und der hat schon seine eigene DNA. Trotzdem im Hintergrund spielt Aventus eine Rolle. Das ist interessant und der hier wurde, glaube ich, auch schon reformuliert. Ich hasse das immer, darüber zu sprechen. Es nervt auch langsam. Es wird jetzt so einiges passieren die nächsten Monate, leider. Und Straight the Parfüm, wie ich immer so schön sagt, ja, also ein richtiger Aventus, der kostet ja jetzt auch nicht gerade wenig, dann wird sich wahrscheinlich jeder den Aventus dann doch holen, obwohl der gut ist. Ne? Einfach die ein bisschen Fruchtigkeit ist anders, ein bisschen die Rauchigkeit, der Hintergrund ist einfach noch ein bisschen anders, aber es schwingt immer ein Aventus mit. Das ist nicht schlecht, Haltbarkeit 8 Stunden, gute Ausstrahlung, im Sommer vor allen Dingen, ja, der kommt nicht schlecht. So, dann kommen wir zu einem, da bin ich der Meinung, den kann man immer nur layern mit anderen Düften, vielleicht mit den Zara zum Beispiel. Also das könnte man machen, wenn man sich den, oder wenn man den hat oder sich den holt, dann könnte man den Insurrection 2 auch holen oder wenn man den schon hat und dann zusammenfügen, weil das ist hier auch viele meinen, das ist mit der beste. Ich finde das jetzt nicht so, er ist gut, aber hat so ein bisschen eine Plastiknote im Hintergrund, ist synthetisch, fruchtig, aber noch irgendwie geht das in eine andere Richtung, nicht unbedingt Ananas. Der Flakon, ich finde das fürchterlich, mache ich überhaupt nicht, aber das ist Ansichtssache. Man muss ja auch mal das da sagen zu, nicht immer nur super und top. Obwohl, wie gesagt, nochmal, ich habe die Düfte, die ich in meiner Sammlung habe, finde ich nun mal top. So, was soll ich da irgendwelche Düfte haben, die Schrott sind, die ich nicht mag? Macht gar keinen Sinn. Aber hier, das ist kein schöner Flakon, genau wie die Sadique Motea, diese schiefen Dinger, mache ich auch nicht so gerne. Hat aber nichts mit den Düften zu tun, ich gehe jetzt nur um Flakon. Wie gesagt, synthetisch, Plastik, schon nicht schlecht. Vielleicht, wenn man die zusammenfügt, dann wird das ein bisschen fruchtiger noch, der vor allen Dingen. Und dann hat das schon wieder was. Müsste man mal sehen, weil der kostet, ich habe jetzt den Preis nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass der auch günstig ist. Also, ja, ist jetzt auch nicht der Hammer, aber kann man benutzen. So, und dann kommen wir langsam zu den, ja, ins Eingemachte, würde ich mal sagen, zur Permacy Silver. Das Original hier, der silberne Flakon, sorry. Und wenn man den, wir kommen gleich zu den anderen nochmal von dieser Marke, wenn man den das erste Mal hat, für mich war das lange die Nummer 1. Für mich ein sehr, sehr guter Nachbau vom Original. Und ja, aber der wurde dann abgelöst von einem anderen, da kommen wir gleich zu. Aber wer den hier hat oder kaufen möchte, ist da sehr, sehr gut bedient. Der hat die Fruchtigkeit nicht so wie zu dem wir gleich kommen, sondern hier ist das alles richtig irgendwie gut zusammengefügt zum Original. Nicht so stark oder beziehungsweise nicht so, da kommen wir gleich vom Original dazu, da muss ich dann was zu sagen. Zur Permacy Silver, testet den einfach, mehr will ich nicht sagen. So, dann kommen wir zu den Zwillingen, wo viele sagen, das ist der beste. Claptenoid Intense. Ja, da gibt es zwei Versionen. Einmal die ist jetzt 4 Jahre alt, 5 Jahre alt, aber immer noch nicht die erste. Also ich habe die mit den silbernen Sprühknopf, der richtig stark sein soll, nie gehabt. Aber der ist auch schon 5 Jahre alt. Da ist am Anfang noch das Zitrische, viele sagen Kloreiniger oder was auch immer, ist, kann das auch nicht mehr hören, aber ist sehr extrem. Er ist ein bisschen dunkler, rauchiger natürlich noch. Der männliche, da habe ich immer gesagt, der männliche Aventus, den kann man abends sehr, sehr gut benutzen. Der neue, das sieht man hier in der Schrift, das gab es hier noch nicht. Der ist jetzt das Zitrische, finde ich, haben sie diese WC-Reiniger oder den Klostein, wie auch immer, haben sie weggenommen. Und dafür aber auch die Schwäche und im Endeffekt, ja, er ist, wie soll ich das sagen, mehr zitrischer einfach geworden, fast wie beim Original, aber da kommen wir gleich zu und wie gesagt, ob das positiv ist jetzt die Version oder nicht. Trotzdem ist der Claptenoid immer noch sehr, sehr nice. Ich stelle mir da mal hin, also damit könnt ihr eigentlich im Endeffekt nichts falsch machen. So, und dann gibt es noch das Parfüm, ne? Nicht das Eau de Parfüm, sondern das Parfüm,
was ich noch habe, von Club de Nuit, kommt in einer richtig schönen Schatulle, richtig nice und ja, ist im Endeffekt besser als der hier, obwohl der immer noch ein bisschen rauchiger ist, finde ich, aber wie gesagt, die neue Version ja nicht mehr so. Im Endeffekt ist der ein bisschen runder und geiler noch. Nur die Haltbarkeit hat sich, im Endeffekt nehmen wir den auch lange nicht wahr, aber nochmal ein Mensch gleich vorweg, wenn ihr jeden Tag Düfte benutzt, dann riecht ihr irgendwann Düfte nur noch eine Stunde, aber andere nehmen sie wahr. Ihr müsst aufpassen, so. Es sei denn, ihr macht mal eine 2 Wochen Pause von Düften, dann nehmt ihr sie wieder ganz anders wahr. Das ist Fakt. Ich werde nochmal demnächst jetzt mal so ein Video dafür machen. So, und jetzt kommt für mich der beste Nachbau und das ist eben der Supremacy Not Only Intense. So, seitdem ich den habe, ist auch nicht mehr er hier die Nummer 1 oder Club de Nuit. Das ist so schwer zwischen denen, das ist alles so ähnlich, aber der hier, im Endeffekt ist es ein sehr fruchtiger Batch. Viele sagen, das ist der Batch von 2011, 2010, ein Anfang von Creed. Da muss ich sagen, den kenne ich selber auch nicht, tatsächlich nicht. Ich bin mit Creed Aventus 2014 angefangen, aber da kannte den hier auch kaum jemand und da war das einfach noch was anderes. Aber hier, der hält lange, nehmt ihr auch irgendwann nachher nicht mehr wahr, aber wenn ihr nächsten Tag, also der riecht auf den Klamotten und der ist einfach geil und dann auch rauchig, fruchtig, die Ananas. Also der Not Only Intense für mich der beste Zwilling. So, ich habe das jetzt ein bisschen so gut wie es geht schnell versucht durchzubringen, weil jetzt geht's um den König, um den Boss hier von den ganzen, und zwar Aventus. Das ist die 2015er Version, ja, die ich mal auf Sylt gekauft habe. Das ist die neue Version. So, und um die geht es. Wir können die auch nochmal anspielen. Das ist eine rauchig, das ist fruchtig, Ananas, absolut wie Aventus eben ist. Muss aber irgendwann auch mal aufgebraucht werden. Viele sagen bei den Nischendüften, das muss in 1 Jahr, in 2 Jahren, also 1, 2 Jahre verbraucht werden. Das ist auch Geldmacherei. Ich habe den jetzt, wie gesagt, seit 2015, aber man merkt langsam beim Aufsprühen, der muss weg. Er ist nicht gekippt, keine Angst, das nicht. Aber er ist schon anders, als wenn man ihn gekauft hat. Klar, ein Duft verändert sich, aber dann nachher nach einer halben Stunde, ich habe den getragen, nochmal sehr, sehr geil. Also wirklich sehr, sehr geil. Aber es geht ja um die neue Version. Das sind 100 ml hier. So, das ist die neue Version. Und gleich vorweg, ich habe den Batch getestet. Ich habe den Batch von 2020 bekommen. So, nicht 2021, 22 geht so und so noch nicht. Das ist sehr neu, das Jahr erst 2020. So. Und was auch noch dazu kommt, ja, er war eingeschweißt. So, früher war er nicht eingeschweißt. Da hieß es immer, wenn ein Creed eingeschweißt ist, wäre er fake. Ja, das war zu der Zeit, und das hat Kai letztens auch in seinem Video gesagt. Aber das handhabt Creed jetzt anders. Zwar werden die Flakons, die OVPs, jetzt eingeschweißt. So, und jetzt kommt nicht, das ist fake, so weiter und so fort. Nein, weil ich bestelle Creed Original bei Creed. So, das ist der Punkt. Und vor allen Dingen Aventus. Ich weiß, dass bei Aventus sehr viel Mist, sehr viel Scheiße unterwegs ist im Netz und so weiter. Und da bin ich mir auch nicht sicher, bei jeder Firma, sage ich mal, oder bei einer Parfümerie, die man schon kennt, Aventus, hol dich denn Original bei Creed. So, aber die kriegen auch ihre Chargen von ihrer Produktionsfirma da zugeschickt. Ich habe die angefragt, ob ich den 21er noch irgendwie bekommen kann. Das geht nicht natürlich. Ja, Creed ist eben ziemlich... Sie werden teuer, kommt ein wenig entgegen. Ich habe dann im Endeffekt 20 € Gutschein bekommen. Ich habe mich ja gar nicht beschwert. Ich wollte mich nicht beschweren. Ich habe nur gesagt, können Sie mir auch noch den 21er schicken. Ich habe den gekauft bei Ihnen und habe einen 220er Badge bekommen. Ich hätte aber gern einen 21 und so weiter und einen langen Text und so. Ja, der Text war sehr lang, war auch nett geschrieben. Ich wollte gar nichts erstattet kriegen. Ich wollte auch so nicht. Das kann man jetzt positiv sehen, aber sie kommen einen anderweitig bisschen schwer entgegen und sie könnten da einen entgegenkommen, das weiß ich, machen sie aber nicht. Im Endeffekt wurde aber 2020 auch der Duft nochmal neu aufgelebt oder aufgebaut oder wie auch immer. So, und da erzähle ich euch jetzt was zu, und zwar, der Duft, wenn man hier dran riecht, hat einfach die typische Aventus DNA. Und das ist das Ding, warum ich den wieder habe, weil das gibt es bei den Zwillingen nicht. Ich weiß,
ihr kennt meine Story zu der Marke. Es geht eigentlich gar nicht um diesen Duft hauptsächlich. Es geht um, ich habe immer gesagt, den braucht man nicht kaufen, aber irgendwann muss ich ihn ja auch mal testen. Und er geht alle hier die alte Version. Und so ganz ohne den Original Aventus geht's eben nicht. Weil, wie gesagt, ich finde die ganzen Zwillinge, die ich euch jetzt vorgestellt habe, gut. Aber hauptsächlich die DNA oder wenn ihr dran riecht, das haben sie alle nicht. Das Cremige ist immer noch da, jedenfalls bei der 220er Version. Wie gesagt, die wurde dann nochmal neu aufgelegt, nochmal ab 220. Und jetzt kommt's. Und das ist kein Mist, das ist kein Bullshit, das ist nichts gelogen. Ich habe den aufgesprüht um 11:45 mittags. Da, wo ich ihn bekommen habe. Ich habe ihn abends um 2 Uhr nachts noch auf der Haut wahrgenommen. So, ne? Überlegt euch das mal. Das ist Wahnsinn. Das sind 14 Stunden. Also wie gesagt, ich habe den bis 15 Stunden, ich habe um 2 Uhr nachts irgendwie da um den Dreh nochmal gerochen im Bett und ich habe ihn gerochen. So, das ist Tagesform, das ist von der Haut auch jeden Tag anders. Aber das ist die neue Version, ne? Also ich möchte das nur sagen. Natürlich, gleich vorweg, das ist ein schweres Thema mit Creed. Der strahlt natürlich nicht nach 14, 12 Stunden oder so wie so Wahnsinniger aus. Nein, leider ist der sehr schnell hautnah. Ich wurde trotzdem wahrgenommen. Aber ein selber, schwer. Man riecht ihn einfach schwer. So, aber zum Duftverlauf jetzt auch mal im Gegensatz zu denen. Das Rauchige ist leider nicht mehr so extrem da. Er ist sehr zitrisch geworden. Das Cremige bleibt aber, das Fruchtige, finde ich, ist noch da. Das ist auch gar nicht so ein großer Unterschied. Es gibt nachher, nach 4 Stunden, wirklich, nach 4 Stunden, gibt es auf der Haut auch nicht mehr ganz so große Unterschiede, finde ich. So, das ist natürlich auch immer die Wahrnehmung von Tag zu Tag anders. Aber ich kann euch diese Version, wenn ihr bei Creed bestellt, ich werde das unten verlinken, vielleicht kriegt ihr dann, vielleicht habt ihr das Glück, kriegt einen 21er. Ich weiß natürlich dann nicht, wie der ist, aber bestellt ihn bei Creed, nicht woanders. Ihr kauft immer doppelt, wer weiß. Und die Preise werden bei Creed so und so nicht groß runtergesetzt. Das heißt, der Preis ist gleich. 285 € ist wirklich heftig, aber wollt ihr einfach die DNA ist einfach in keinen der Nachbauten, sag ich mal. So, das ist alles schön und gut, alles schön und gut. Die sind top, ich will keine schlecht machen. Ich kenne auch noch den Orion, der ist auch gut, aber auch der hat nicht die DNA, so weiter und so fort, von Creed Aventus. Und es gibt natürlich noch Millionen andere wahrscheinlich, weil diesen Duft hat jeder nachgemacht. Aber das ist eben das Original und auch noch in dieser Version. So, ihr müsst euch so und so daran gewöhnen, dass es diese Version hier nicht mehr geben wird. So, Creed möchte das auch so nicht, von Haus aus nicht, selbst wenn sie die Inhaltsstoffe, die jetzt ständig geändert werden müssen. Deswegen solltet ihr ganz schnell noch sagen, wer weiß, ab März sollen einige Inhaltsstoffe wieder verschwinden, die müssen raus aus das sagt die EU und deswegen, sie möchten so und so das nicht haben. So, ein Duft soll sich ein bisschen verändern. Preislich ist das nicht gut, natürlich nicht. Das sind auch nur noch 100 ml, früher gab es 120. So, das sind 75, jetzt gibt es nur 50 und die 30 sind gleich geblieben, glaube ich. So, und natürlich 250 oder 450, keine Ahnung. Aber die meisten sind ja bei 100 oder bei 50 ml am Start. So, früher kam, glaube ich, 120 ml, 220 €. So, jetzt 285 für 100. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht schön und das ist auch nicht, weiß ich nicht für so ein Wässerchen, sagen wir mal so. Trotzdem, wie gesagt, er hält wirklich lange. So, bei mir, das ist von Haut zu Haut anders. Das kann auch bei mir mal anders sein. Leider ist die Silage nicht so gut und jedenfalls sehr, sehr, sehr extrem hautnah schnell. Trotzdem kriegt man irgendwie, dass einer mal sagt, oh, du riechst gut und das auch schon nach 6, 7 Stunden noch. Okay, das nehmen andere wahr. Aber wenn ihr natürlich trotzdem aufsprühen wollt und das riechen wollt, so zu Hause oder im Büro und an der DNA einfach nicht vorbeikommt. Ich will den nicht schönreden, gar nicht. Ihr kennt meine Einstellung zu Creed. Trotzdem kommt ihr an diesen Duft nicht vorbei. Und deswegen habe ich ihn wieder, 100 ml. Und wenn er hier in der Luft liegt, es ist einfach was anderes als die Zwillinge. So,
Weil die sind grundsätzlich, ja, zitrisch, der neue ist auch zitrisch. Aber es ist noch ein Unterschied. Creed Aventus zitrisch oder Zwillinge zitrisch. Weil der hier riecht nicht nach WC-Reiniger oder Klostein und so, obwohl er zitrisch mehr geworden ist. Und meine Frau macht den übrigens lieber als den alten. Meine Frau war noch nie übrigens ein Aventus-Fan. Die ist auch Royal Oud, so wie ich. Das ist auch, bleibt auch der beste, obwohl da die neue Version, ich werde den vielleicht, wer weiß, in ein paar Monaten auch mal testen, aber ich möchte es eigentlich nicht. Eigentlich habe ich da noch mehr drin in der alten Version von 2015, aber ja, hoffen wir, dass er nicht so schlimm ist, der Royal Oud. Aber ich will damit sagen, der ist nicht schlimm, aber die hätten sie hier die Silage, Haltbarkeit ist ja top, hätten sie hier die Silage auf die Fresse noch ein bisschen gemacht, wäre fast alles perfekt. So, schade, aber trotzdem, Original ist Original und nochmal, egal wie gut die anderen sind, die DNA ist einfach nicht vorhanden, das cremige, hier die DNA, Aventus DNA, die in der Luft hier liegt. So, die habt ihr bei den anderen nicht. Das ist einfach so. So, und deswegen müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich werde den Creed verlinken. Ich werde vielleicht auch die Zwillinge so gut wie es geht verlinken. Aber ganz ehrlich, ihr kennt die. Und ja, holt euch auf jeden Fall bei Creed immer den Aventus. Weil dann braucht ihr nicht diskutieren, da braucht ihr keine Angst haben, ist der Original und so weiter. Ich kriege so viele Nachrichten von euch, ist das Original, man kauft oft doppelt, ihr müsst aufpassen. Kauft doch bitte nicht irgendwo, wo es ein bisschen günstiger ist. Hauptsache, ihr bekommt das. Nein, dann spart etwas, einen Monat länger bitte und holt euch das, weil es ist scheiße, wenn ihr fast genauso viel ausgibt und ihr habt nachher ein Fake. So, egal von welchen Düften meine ich jetzt. Holt euch den Original bei Creed und Punkt. Ganz einfach, wenn ihr überhaupt noch da Bock drauf habt. Sonst nicht, dann holt euch weiter, ne? Die gehen auch, wenn das zu teuer ist und so weiter, natürlich gehen die. Und die sind auch beliebt, da kriegst du auch Komplimente. Aber im Endeffekt sind sie alle keine Beast-Mode, ne? Also was die Silage angeht. Haltbarkeit ist bei jedem anders. Und wie gesagt, der hält bis 14, 15 Stunden, die neue Version von 220, ist aber schnell hautnah. So, das ist eigentlich mein Fazit zu diesem neuen Duft und ja, ihr habt einfach die DNA, das ist, ja, die habt ihr einfach nicht bei anderen. Und der Flakon eben das übliche, der Reiter, Aventus. Müsst ihr wissen, ob ihr das selber gut findet. Testet ihn, ist ein bisschen schwierig, ihr wisst das, aber das ist mein Fazit. Gute Zwillinge, sehr gute Zwillinge. Ein Aventus, der der King ist, der immer noch der Papa ist und der mit der 220er Version mit dem Badge eine sehr gute Haltbarkeit hat, jedenfalls bei mir, aber eben eine nicht so gute Silage, aber trotzdem ist einfach Aventus Aventus. Das muss man trotzdem sagen. Ich hätte das jetzt nicht so erwartet. Diese Fruchtigkeit ist bei mir trotzdem da und habe den Touch. Rauchigkeit wirklich ganz nur noch minimal leider. Aber wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, es ist eben die DNA, die es macht bei mir und deswegen habe ich ihn wieder. Also Leute, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.